Heute geht's nach Mexiko. Wir haben 5 mexikanische Whiskys auf dem Tisch. Große Bandbreite in Sachen Alkoholgehalt, Zutaten, verschiedene Maissorten. Ein Rye Whisky ist auch dabei, teils aus verschiedenen Regionen des Landes. Also, mexikanischer Whisky. Bis zum Abwinken. Vamos. Hola und willkommen bei The Bourbon Diaries. Heute in Mexiko unterwegs. Bei Mexiko denkt man spirituosenmäßig eher an sowas wie Tequila oder Mezcal. Aber sie haben dort auch eine noch recht junge Whisky-Szene. Man sagt, der erste echte mexikanische Whisky kam 2013 raus. Das war allerdings keineswegs der erste Whisky, der auf mexikanischem Boden gemacht wurde. Und jetzt holen wir mal so richtig aus. Ganz weit. Also heute wird was gelernt hier. Bildungsauftrag. Oha. Whisky aus Mexiko während der Prohibition. Ja, aber ernsthaft, also wir haben eine doch recht weit zurückliegende Geschichte in Sachen Whisky in Mexiko. Denn die amerikanische Alkoholprohibition von 1920 bis 1933 machte natürlich das gewinnbringende Herstellen von Alkohol doch sehr, sehr schwierig in Amerika. Also klar, es war verboten, bis auf einige Ausnahmen. Entsprechend sind einige amerikanische Destillerien nach Mexiko abgewandert, um da eben ganz legal Whisky zu machen. Einfach nur über die Grenze. Und gut ist. Der wurde auch tatsächlich weiterhin oft Bourbon oder American Straight Bourbon genannt. Das wäre heute natürlich nicht möglich. Also seit 1964 ist ja Bourbon ganz konkret an die USA gekoppelt. Damals war das noch nicht so. Und ich meine, klar, wir hatten Prohibition in Amerika. Also selbst wenn es solche Regeln gegeben hätte, wer hätte dann irgendwelche Namensregeln einhalten wollen oder überwachen wollen. Aber gut, also Bourbon gab es dann wirklich auch aus Mexiko. Eine Vielzahl von Marken wurde in Juarez gemacht. Das ist eine mexikanische Grenzstadt zwischen Mexiko und New Mexico. Und mindestens eine dieser Marken gab es auch tatsächlich noch bis weit nach der Prohibition, nämlich den Juarez Whisky Straight American Whisky nannte er sich. Dann natürlich nicht mehr Bourbon. Wie gesagt, die Regellage hat sich da verändert und so wie es dann ja auch heute ist, Bourbon muss aus den USA kommen. Ja, ich habe Flaschen mit Barcode tatsächlich gesehen von diesem Whisky. Das heißt, er kann frühestens in den 80ern gemacht worden sein. Designmäßig würde ich das aber echt noch später einschätzen. Keine Infos, wie dieser Whisky gemacht wurde. Es gibt ihn wohl auch jetzt schon eine Weile dann nicht mehr, aber finde ich ganz interessant. Also noch bis in junge Vergangenheit haben wir da noch Folgen von dieser ganzen Geschichte gesehen. Die heutige mexikanische Whisky-Szene ist davon allerdings nicht geprägt. Also da gibt es keine Verbindung. Kompletter Neuanfang. Ja, denn also wir haben jetzt aktuell etwa 20 Destillerien in Mexiko, die Whisky produzieren. Das sind halt nicht immer reine Whisky-Destillerien. Und die meisten wurden innerhalb der letzten 4 Jahre gegründet. Ja, diese Tradition, wie gesagt, geht nicht aus der eben genannten hervor, sondern vor allem aus der Tequila- und Mezcal-Tradition. Oft sind es Destillerien, die vorher Tequila oder Mezcal machten, die eben jetzt auch Whisky machen. Also statt der Agave, der traditionellen Zutat für Tequila, sich eben jetzt dem Mais widmen. In Mexiko ist das ja auch naheliegend, das ist so Grundnahrungsmittel. Ja, es gibt einen ganz interessanten Schöpfungsmythos der Maya. Und zwar geht er so, als die Götter die Menschen erschaffen wollten, haben sie erst Schlamm benutzt. Aber die sind dann relativ schnell und einfach auseinandergefallen. Dann haben sie es mit Holz versucht, aber das, was daraus kam, war wohl nur sehr herz- und seelenlos. Und dann haben sie Mais verwendet und dann kam der Mensch hervor, so wie wir ihn heute kennen. Und die Götter waren dann glücklich und zufrieden und haben die Mayas dann entsprechend, haben sich dann auch Kinder des Maises genannt. Und dieser Mythos zeigt, dass der Mais schon sehr lange eine spezielle Bedeutung in Mexiko hat. Das Hauptnahrungsmittel, das gibt es dann schon seit ca. 14.000 Jahren.
Entsprechend Mais dominiert die Whisky-Produktion auch jetzt in Mexiko. Viel Mais-Whisky, uns Bourbon-Fans kommt das natürlich entgegen. Mais ist natürlich auch die Hauptzutat bei unserem Bourbon. Da stellt sich natürlich schon so intuitiv vorab die Frage, werden wir hier was wiedererkennen? Besteht eine gewisse Geschmacksverwandtschaft oder auch ganz generell kann man sagen, dass dieser Whisky per se eher Bourbon-Fans zusagt oder nicht? Man muss natürlich auch sagen, es sind andere Maissorten. Ja. Das hat natürlich auch eine Rolle und es ist nochmal eine andere Whisky-Philosophie, gerade was so die Reifung angeht. Dazu kommen wir dann auch im Tasting. Ja, wir werden diese Fragen jetzt gleich Stück für Stück beantworten mit diesen 5 Whiskys und ich glaube, es ist bereits auch gesagt worden, ein Rye ist auch dabei. Es ist jetzt nicht alles nur maisbasiert. Es sind 5 Whiskys aus 4 Destillerien. Ja. Und vielleicht nochmal vielen Dank an El Ciano. Vielen Dank. Wir haben hier El Ciano stehen, aber nein, es ist Don Ciano. Der hat die Website, den Blog könnte man sagen, Inter-American Whisky Journal. Dort geht es um Whiskys aus Kanada, USA und Mexiko mit einem ziemlich deutlichen Fokus auf Mexiko, würde ich sagen. Aber auch in Sachen US-Whisky ist es ein wirklich empfehlenswerter Blog. Schaut da gerne rein und nochmal vielen Dank hier für diese Samples, für die Möglichkeit dieser Reise. Du bist schon ganz nervös. Ja, sehr aufgeregt schon. Ja. Kannst gar nicht abwarten. So, womit fangen wir denn an? Ja, mit der Nummer 1. Also es ist gestaffelt. Der Übersicht halber ein bisschen? Naja, vor allem dem Alkoholgehalt halber. Also es geht von weniger Alkohol zu viel Alkohol. Macht Sinn, ja. Wie das bei einem vernünftigen Tasting zu laufen hat. Ja, Rolf, was haben wir hier? Genau, also Reihenfolge hier 1, 2, 3, 4, 5. Und wir fangen an mit Juan del Campo aus der Destillerie Vinos y Licores Sabrosos de México aus dem Bundesstaat Querétaro. Ich hoffe mal, es klappt irgendwie. Also, die arbeiten sehr eng. Da unten extra aufgeschrieben, wie man es ausspricht. Extra nachgeguckt. Also, die arbeiten eng mit regionalen Bauern zusammen und haben daher hochwertige Zutaten direkt von den umliegenden lokalen Feldern. Und das ist auch etwas, worauf die mexikanische Whisky-Industrie wirklich Wert legt, dass sie gerade mit lokalen Bauern zusammenarbeiten, um dafür zu sorgen, dass auch viele dieser traditionellen Maissorten, die andernfalls vielleicht sonst verschwinden könnten, dass die einfach nochmal nachgefragt werden, weiter angebaut werden und dass dieser doch reichhaltige Schatz irgendwie nicht verschwindet. So, hier werden Mezcal-Kupferbrennblasen eingesetzt. Also wir sehen schon, das ist auch eine gewisse Affinität zur Mezcal- und auch Tequila-Produktion. Wir liegen bei 42% Alkoholgehalt. Es ist der leichteste hier im Tasting entsprechend, klar. Alter circa 3 Jahre. Und hier nochmal ein bisschen was zur Reifungsphilosophie in Mexiko. Ja, so 2 bis 3 Jahre ist ein durchaus übliches Alter für mexikanischen Whisky. Also man kann sagen, eher jung. Er reift natürlich im mexikanischen Klima recht schnell. Aber es steckt eben auch eine Absicht ganz bewusst dahinter. Man will keine allzu eichendominierten Whiskys. Und man will eben, dass diese Maissorten ganz klar durchkommen und nicht irgendwie von einer allzu dominanten Holznote belegt werden. Ja, sehr interessant. Und Bildungsauftrag hier, also ich hole noch weiter aus. Das kennt man ja auch wirklich von Tequila, von der Tequila-Produktion. Wir denken ja bei Tequila eher, also jedenfalls geht es mir so, ich denke eher an klare, ungereifte Spirituosen bei Tequila. Wir haben aber ja verschiedene Reifegrade. Auch wenn Tequila heute nicht Thema sein soll, wir wollen es ein bisschen auch anreißen. Es ist interessant. Absolut. Ja, der Blanco ist halt ungereift oder bis zu 30 Tage in Eiche. Dann haben wir noch Reposado, was glaube ich sowas heißt wie geruht oder ruhend, und das ist dann 2 Monate bis 1 Jahr. Der hat dann oft so eine hellgelbe Farbe. Und das macht wirklich 60% der in Mexiko verkauften Tequilas aus, diese
Art. Dann haben wir noch den Anejo, das ist dann 1 bis 3 Jahre gereift in Eiche. Man sieht, da nähert man sich hier schon der Whisky-Reifungsdauer ungefähr an. Dann haben wir noch was Spannendes, nämlich Extra Anejo. Das ist dann der über 3 Jahre gereifte Tequila. Und da sollen dann Noten entstehen, die ganz weit wegführen von Tequila. Also richtig Eiche, Leder, Karamell. Das klingt dann so ein bisschen mehr so nach dem, was wir gewohnt sind. Interessant, ja. Interessant. Und da gibt es wohl schon Bestrebungen, auch wirklich so bis zu 10 Jahre zu reifen. Da haben die noch nicht so viel Erfahrung damit, aber ist vielleicht etwas, was man auch so ein bisschen auf dem Schirm haben könnte. Also so sehr, sehr lang gereifte Tequilas. Ne? Warum nicht? Langer Schwenk hin zum Tequila, aber dieses Herangehen an die Reifung, diese Philosophie, die kommt eben dann auch nicht von ungefähr hier, würde ich einfach mal sagen. Wir haben 80% schwarzen Criollo-Mais. Criollo, ich glaube LL ist immer J, so Criollo, also Criollo-Mais, gemälzt. 10% Weizen, gemälzt. Und 10% gemälzte Gerste. Also alles gänzlich gemälzt. Criollo-Mais ist übrigens ein Oberbegriff für alle mexikanischen Urmaissorten. Derer gibt es insgesamt 64. Es reift in Ex-Bourbon und gebrauchter französischer Eiche. Verfügbarkeit, nur in lokalen Restaurants und einigen Liquor Stores in Mexiko. Sehr begrenzte Auswahl. Das gilt übrigens ungefähr so für alle hier. Das ist recht seltenes Zeug, auch in Mexiko teils nur schwer zu haben. Und ich glaube hier bei uns in Europa eigentlich so ziemlich gar nicht. Endlich geht's los. Ja, überraschend, aber Mais. Eher leicht. Ja. Auch irgendwie eine gewisse Süße, die mich auch so an Vanille erinnert, so ein bisschen. Ich möchte mal kurz direkt, ich habe tatsächlich eher so eine Honigsüße, also eher so eine klebrige. Und ich muss wirklich so weit gehen, also ich weiß gar nicht, ob ich blind so auf Mais kommen würde. Muss ich wirklich gerade sagen. Ja. Für mich ist es so ein Honig, Sirup. Also ein bisschen geht's für mich in die Richtung, auch was wir so bei Texanern haben. Ja, So das sind das auch manchmal solche so ähnliche Noten. Und wir hatten es ja auch hier gerade, der Abasolo. Ist jetzt auch nicht weit weg davon. Ja. Ne? Hatten wir ja hier auch ein Video. Abasolo, das ist dann ein mexikanischer Whisky, den gibt es in Deutschland. Also darauf sei auch nochmal verwiesen. Ich würde sagen, wir sind nicht allzu weit weg von dem. Nee. Und recht leicht, finde ich. Angenehm und irgendwie süßlich. Also für mich so der stärkste Eindruck ist so klebriger Honig. Das ist wirklich so das. Okay. Cheers. Cheers. Ui. Interessant. Überraschend spritzig, fruchtig, finde ich. Also immer noch süß, ich habe immer noch Honig, aber ich habe so eine ganz frisch fruchtige, sehr lebendige Note drin, die ich in der Nase weniger hatte. Ich finde auch im Abgang kommt so ein bisschen das Gemälzte durch, so Gerste irgendwie habe ich. Das erinnert mich so an... Ja gut, also gemälzt ist ja tatsächlich gänzlich. Ja, also die gemälzte Gerste vor allem, dieser doch recht eigene Geschmack kommt für mich da ganz gut durch. So ein bisschen Richtung Kaffee gehend. Vielleicht so Maiskaffee gibt es ja auch irgendwie. Ja, also Kaffee habe ich jetzt tatsächlich nicht. Ich habe Schokolade? Also ich nicht tatsächlich. Aber gut, wir müssen ja auch nicht dieselben Notes haben, ne? Also ich habe hier gerade eine Note am Schlawittchen, die ich mehr greifen will. Ja. Und das ist wirklich so eine Frucht, also so floral blütig fruchtig. Süß und jung, aber
wo wir bei Jung sind, er ist sehr rund. Also ich habe überhaupt gar keine Note, die brennt oder alkoholisch ist. Ich muss sagen, gefällt mir ganz gut. Ja, hat was. Also ich bin tatsächlich recht weit weg von Whisky, also auch von jedem Whisky, auch von texanischem Whisky. Es ist nochmal eine eigene Sache. Das ist schwer mit den Assoziationen. Vielleicht formt sich da ja ein Bild, wenn wir weitergehen. Oha. Ja, Rolf, das ist doch was für dich. Ja, der zweite Whisky, den wir hier haben, ist von Mice Nation aus dem Bundesstaat Oaxaca. 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 Und es handelt sich hierbei um ein Rye. Erstmal nochmal zur Distillerie, 2014 gegründet und heißt seit 2020 Mice Nation in eben diesem Bundesstaat. Und dieser Bundesstaat hat auch schon eine lange Mezcal-Tradition. Und jetzt so langsam wird halt auch Whisky da mehr. Manche sagen schon, das wird so eine Art Kentucky Mexikos, also vielleicht Whisky-Zentrum. Und früher haben die halt auch Mezcal gemacht und wie gesagt sind jetzt umgestiegen oder machen auch mit Whisky. Ja, erstes Produkt von denen war ein ungereifter Mais-Whisky, also wir würden es Moonshine gemeinhin nennen. Ja, Mice Nation gilt als erster, zusammen mit Sierra Norte, ein anderer großer mexikanischer Whisky-Hersteller, als erster Vertreter der sich neu etablierenden mexikanischen Whisky-Branche. Wie gesagt, Fokus auf Mais, aber wir haben hier eben den Rye. Wir fangen also relativ untypisch jetzt einfach mal an mit Mice Nation. Der erste Rye Whisky aus Mexiko und wir haben hier eine Mashbill von 84% Roggen, 10% dieser Criollo Mais. Die Sorten, oh Gott. Ich helfe dir mal. Ja. Also ich versuche dir mal zu helfen. Calqueno? Wir blenden die Worte auch ein, dann könnt ihr mitmachen. Glaube ich einfacher. Könnt ihr mitmachen. Calqueno, Olotillo, Bolita, Tepesintle. Ja. Und 6% gemälzte Gerste. Ja. Sauermash-Verfahren, fermentiert, in Kupferkesseln doppelt destilliert. 46% Alkohol, etwa 2,5 Jahre alt. Gereift in frischer amerikanischer Weißeiche. Da sind wir quasi zu Hause. Und auch der hier, also nur so in lokalen Restaurants und einigen Läden in Mexiko verfügbar. Recht begrenzt. Übrigens ja auch perfekt, um Spanisch zu lernen. Ja. Heute Abend. Ja, der Don Chano, der den Blog hat, Inter-American Whiskey Journal, also diese Informationen, die wir hier haben, sind weitgehend auch von dort. Ne? Das sei auch nochmal gesagt, das kann man da auch alles nochmal übersichtlich sich anschauen, wenn man möchte. Ja, interessant. Also ein großer Unterschied zu dem eben, was nicht verwundert natürlich, also ganz andere Zutaten. Also man riecht auf jeden Fall den Rye durch. Ja. Grüne Noten, frische grüne Noten. Ja. Es hat aber auch was Getrageneres als der andere. Es ist, also es wirkt wie ein höherer Holzeinfluss, finde ich. Ganz klar. Tiefer irgendwie. Ja. Liegt vielleicht, ich weiß nicht, ob es auch vielleicht an Prozenten liegt. Am höheren Alkoholgehalt. Genau, ja. Wahrscheinlich auch, ja. Also da schwingt so ein bisschen Holz mit, auch eine gewisse Süße, aber eher so, jetzt bin ich bei dem, was du bei dem anderen hattest, so Honigsüße eher. Das habe ich jetzt hier. Ja, frischgrasig. Also ich finde, ich habe hier auch wieder so gemälzte Noten, so wie bei gemälztem Roggen. Also tatsächlich, also hier steht jetzt nicht, dass der gemälzt ist. Wir wissen, also ich vermute mal eher nicht dann. Aber auch hier, es geht so ganz bisschen Kaffee, ganz bisschen Schokolade, also so stark geröstet, gemälzt. Dieser Eindruck, finde ich. Ich bin ein bisschen entfernt erinnert an Bilkonis Rye. Ja. Entfernt. Ja, interessant. Wir denken heute dauernd an Texas. Bietet sich ja auch an, ist ja auch um die Ecke. Ja. Sozusagen.
Also ich finde, er riecht ganz toll. Ich sage es. Ja. Er riecht wie ein Rye. Löse dich von deiner Rye-Abneigung, Rolf. Los. Cheers. 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 Um negativ anzufangen, mir fehlt ein bisschen das Gereifte, was er in der Nase hatte. Das habe ich jetzt hier nicht. Es wirkt nicht so sehr getragen. Es ist alles so ein bisschen flach und dünn. Und ich habe auch nicht mehr diesen gemälzten Eindruck. Also so mit Kaffee, Schokolade. Das habe ich eigentlich auch gar nicht mehr. Aber was bleibt? Bisschen die Reinnoten auf jeden Fall. Aber recht flach. Also ich muss irgendwie so ein bisschen an so einen Mentholbonbon denken. Ja. Aber auch gar nicht so intensiv. Also vielleicht irgendwie so ein billiger Mentholbonbon, der nicht so viel Geschmack hat. Ist auch sehr schnell weg, auch gerade im Abgang, finde ich. Ist einmal so ein bisschen da und dann so kitzelt den Gaumen und dann schnell weg. Sehr flach. Diese Tiefe, die wir in der Nase hatten, ist irgendwie komplett weg, finde ich. Bisschen schade auch. Ja, Menthol etwas würzig, etwas wässrig auch. Also so, ne? Hast du ja im Grunde auch gesagt. Also flach. Ja, so ein Salbei-Bonbon. Ja, doch, ja. Also alles. Mich erinnert ja ein bisschen an eine sehr viel schwächere Variante von sowas wie dem Lot 40. Weißt du? Also der Canadian Rye. Also irgendwie habe ich da eine Ähnlichkeit in dieser Kräuternote. Wir haben eine etwas medizinische Note, finde ich. Also Hustensaft. Aber mir fehlt irgendwie was. Also es ist so wie so ein versuchter Ansatz, aber irgendwie nicht ganz zufriedenstellend. Aber durchaus, also nicht schlecht. Echt nicht? Ich finde ihn ganz okay. Okay. Diese Mischung aus dieser frischen Würze, leicht medizinischen, zusammen mit diesem etwas dünnen Körper und dem ganzen generell dann ansonsten noch dünnen Profil, erzeugt etwas leicht Unangenehmes geschmacklich. Bei mir. Ich glaube, mir gefällt es einfach, weil so ein bisschen die Intensität fehlt hier des Rye-Geschmacks, der bei vielen dann noch tiefer geht. So, easy sipping würde gehen. Okay. Würde gehen. Für mich ist das nichts. Gut, dann gehen wir mal rüber zum nächsten von Mice Nation. Das ist jetzt ein... Vermute mal noch mal her? Aus Oaxaca, dem Kentucky Mexikos. Ja. Vielleicht sagen wir einfach Kentucky Mexikos. Was meinst du? Nein. Okay. Also Mash Bill, wir haben hier wieder 61% Criollo Mais. Criollo Mais. Die Sorten sind Jalqueno, Olotillo, Bolita und Tepicinte. 19% Weizen, 14% Roggen und 6% gemälzte Gerste. Reift in frischer amerikanischer Weißeiche, etwa 2,5 Jahre alt. Und jetzt wird es mir klar, das wäre ja ein Bourbon in Amerika. Also alle Punkte sind da ja erfüllt. Ne? Also über 51% Mais, frische amerikanische Weißeiche. Ja. Der Gründer und Master Jonathan Barbieri knüpfte zahlreiche Kontakte zu lokalen Landwirten. Okay, sowas hatten wir im Grunde schon gehört. Traditionelle Anbaumethoden. Also okay, ja. Wichtig das ist bei vielen jetzt hier so, bei vielen mexikanischen Whisky. Sehr schöne Sache. Ui. Also er hat nicht so viel, aber für mich gerade sticht hervor irgendwie so Kaffee, diese bisschen so, was hattest du manchmal gesagt, so Schale, Vanille, irgendwie sowas? Ich glaube abgestandene Schokolade. Abgestandene ist Schokolade, so eine Sache, die ich manchmal sage. Ja,
Irgendwie erinnert mich das daran, so ein bisschen Vanille auch. Aber also Ich finde ein bisschen muffig. Ja, also er Passt hat, ja vielleicht hat aber auch. auch nicht so viel, also ist nicht sehr intensiv. Nee. Also wir steigern uns im Alkoholgehalt, aber werden irgendwie bisher im Ausdruck irgendwie schwächer, habe ich das Gefühl. Ich weiß jetzt gerade gar nicht, ob wir den Namen gesagt haben. Also Mais Nation Selezione Barbieri Whisky. Also so nennt er sich. Okay. Ja, gespannt. Hast du noch was? Ich habe eigentlich gar nichts. Cheers. Cheers. Ui. Ich würde sagen, ähnlich wie der Rye, auch sehr gedämpft, also nicht so ausdrucksstark. Und leider, muss ich sagen, im Vergleich, im Abgang eine gewisse Schärfe, einen kleinen Stich gehabt, der noch nicht unangenehm ist, aber auch nicht gerade zum Geschmack beiträgt. Ja, ich bin ein wenig an den Rye auch erinnert, Ja, in manchen ähnlich. der Noten. Ähnlich. Also es ist nicht in der Gänze so wie eben beschrieben beim Rye, aber wir haben auch so ganz konkret so eine etwas medizinische Ja. Kräuternote, die da drin ist. Sie gefällt mir hier ein bisschen besser als beim Rye, weil sie hier noch eingebettet ist in deutlich süßere Noten. Ich nenne das jetzt einfach mal Maisnoten in Ermangelung einer genaueren Definition. Ja. Gehe ich mit. Finde aber leider, dass dieser Stich, wo Ja. auch immer, dann das doch wieder etwas negativer macht. Wir kommen zu Whisky Nummer 4, dem Quattro Volcanes Barrel Strength von der Distillerie Quattro Volcanes aus dem Bundesstaat Tlaxcala. Ich hoffe, ich habe das Tlaxcala. Ja, irgendwie so. Ja. Das ist eine Mikrodistillerie, die da als kleines Familienunternehmen geführt wird. Die haben da sowohl eine kleine Brennerei als auch eine Gastrobar und die vertreiben da hauseigene Spirituosen, Cocktails und sogar Neuinterpretationen von Gerichten. Die produzieren verschiedene Destillate, Whisky, Rum, Brandy und Gin und die werden alle da aus lokalen Produkten hergestellt. Der Name Tlaxcala kommt aus dem indigenen Wort Tlaxcalan und das heißt so viel wie Ort der Mais-Tortillas. Ort der Mais-Tortillas. Das ist Sehr mal eindeutig, Ein finde ich. schöner Name. Gefällt mir, ja. Ja, das Brennereiprojekt Quattro Volcanes. Das geht auf den heutigen Master Distiller Ernesto Vargas Mendoza zurück, welcher für 12 Jahre in Forschung und Arbeit in US-amerikanischen Destillerien tätig war. Das ist ja schon mal vielversprechend für uns. Dann hat er im Jahr 2018 dann beschlossen, nach Mexiko zurückzukehren und dort sein eigenes Unternehmen zu gründen. Er möchte ausschließlich lokale Produkte verwenden und Destillate mit mexikanischer Seele, in Anführungsstrichen, kreieren. Barrel Strength, hast du schon gesagt, das heißt jetzt hier in diesem Fall 52% Alkohol. Es reift 2 Jahre, also so wie wir es jetzt hier schon kennen, so etwa von mexikanischem Whisky in diesem Spektrum. Mashbill 85% blauer Criollo Mais, 10% Pilsener Malz, also wahrscheinlich für Pilsener Bier benutztes Malz, und 5% Chocolate Malt. Ja. Das ist schön. Gereift in Ex-Bourbon-Fässern. Bisher ausschließlich in Mexiko erhältlich. Ja, hört sich vielversprechend an. Ja, blauer Criollo-Mais und der nennt sich ja auch, also dieser Whisky nennt sich ja auch Whisky de Mais Azul. Und ich glaube, Azul heißt doch blau. Und vielleicht von Azur, irgendwie Azuro. blau, ja, genau. Ich glaube, es heißt blau. Ja, wie aufpassen, ne? Man Ja. lernt fürs Leben. Spanischkurs hier. Wir übernehmen keine Verantwortung, wenn irgendwas falsch läuft. Okay. Oha. Sehr kraftvoll. Ja.
Und es ist ein Maiswhisky, ne? Also man würde das jetzt Corn Whisky oder Maiswhisky dort nennen. Also, ne? So von der Intensität her erinnert mich das tatsächlich so ein bisschen an den, hieß nochmal dieser Mais-Whisky, der 50%ige Mellow Corn? Mellow Corn, genau. Der Corn Whisky, ja. Von der Intensität her. Also der hat ja auch 50% und hat eine Ja. gewisse, wir hatten da schon öfter gesagt, so eine Art Punch. Das hat er hier auch so ein bisschen. Aber er hat noch mehr. Also was ich hier bemerkenswert finde, es ist so richtig Kraft, aber es säuselt und brennt gar nicht in der Nase. Ich finde es auch sehr weich. Fast schon lieblich. Ja. Dennoch sehr kräftig. Nicht unterschätzen. Nee. Sehr künstlich, also sehr intensiv. So Brausepulver? Ja, sowas in der Art, Okay. so riecht das. Gewisse Süße. Die flirtet immer so mit dem Unangenehmen. So, will ich unangenehm werden, aber so weit geht es eben nicht und es bleibt dann angenehm. Das ist ganz komisch. Habe ich auch, aber Das es ist ist jetzt komisch. nicht ganz so stark, finde ich. Für mich zumindest gerade. Aber ich weiß, glaube ich, was du meinst. Es ist auch so ein bisschen Vanille. Vanille geht immer. Ich würde sagen, Ja, cheers. 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 Oh. Gerade im Abgang kommt doch das Malzige nochmal recht stark durch. Ich finde das sowas von anders als in einem Geruch. Ja, also, womit fangen wir mal an? Mais, was finde ich im Geruch am dominantesten ist, haben wir hier auch, aber doch recht gedämpft. Also deutlich weniger intensiv. Oh Mann. Was Malziges, leicht Schokoladiges, Süßes irgendwie, ja. Vielleicht kommt doch ein bisschen der Chocolate Malt durch. Bisschen, ja. Und vielleicht gerade so im Abgang so ein bisschen das Malz auch nochmal, das normale Malz vielleicht irgendwie. Pilsner mal. Ja. Oh. Ja, ist ganz nett. Ich finde, es tendiert Richtung ungereift. Vom Feeling. Natürlich ist es das nicht. Dasselbe in ungereift wäre wahrscheinlich weniger abgerundet, nehme ich einfach mal an. Aber ich meine, das ist die mexikanische Whisky-Philosophie. Wir wollen einfach hier, oder die wollen einfach die Zutaten vor allem geschmacklich drin haben und die Reifung soll einfach nur ein bisschen abrunden. Ja. Also ich tendiere immer so ein bisschen zum Ich vermisse was. Du vermisst dein Holz. Ich und mein Holz. Du vermisst so diese Tiefe, die wir von Bourbon kennen, diese Fasstiefe. Kann ich nachvollziehen, fehlt mir auch manchmal. Ich fand das schon manchmal bei einigen Texanern, dass mir das da schon gefehlt hat. Und hier ist es halt noch mehr. Ähnliche Noten, aber weniger Holzeinfluss. Und das bringt mich immer wieder so ein bisschen in so eine Tequila-Richtung. Ich finde es trotzdem bemerkenswert, dass doch sehr viel Geschmack trotz allem kommt. Dass sie das dann trotzdem schaffen, auf einer doch recht, ich sag mal, flachen Ebene doch relativ viel mitzunehmen. Das ist schon eine gute Leistung auf jeden Fall. Ja, wichtig zu sagen. Wir haben viele Geschmäcker, die sind völlig anders ausgebaut. Genau. Also man ist dann so schnell dabei zu sagen, es ist halt flach, weil ich sag mal nur mir, die Eichentiefe fehlt. Ja. Aber eben, okay, es geht dann eben nicht so sehr in die Tiefe, aber in der Breite, in der geschmacklichen Breite ist halt eine gewisse Komplexität da. Also ohne so eine Tiefe, aber es sind schon einige Dinge, die auf dem Gaumen passieren. Das meine ich so mit geschmacklicher Breite und Kraft sowieso. Und ich finde halt auch schön, dass sie es hinbekommen. Hier 52% Alkohol, das ist jetzt auch nicht so wenig. Trotz diesem recht ungereiften oder jungen Feeling so gut einzubinden, dass man überhaupt nicht das Gefühl hat, das boxt oder ist irgendwie zu kräftig oder sagen wir mal zu unangenehm, auf unangenehme Weise. Gin würde ich vielleicht sogar sagen, hat weniger als 52. Wahrscheinlich, aber es ist schwer zu sagen, finde ich. Aber also ich glaube, wir müssen uns so ein bisschen lösen, dass
ein Großteil oder ein Teil unseres Geschmacksprofils basiert halt einfach auf dieser Fasstiefe. So. Und das können wir vielleicht einfach gar nicht anwenden bei den Mexikanern. Da müssen wir einfach davon loskommen und gucken, was bietet er denn geschmacklich? Ja. Und wie trägt er das? Wie bringt er das rüber? Gut, ne, wir haben noch einen vor uns, aber so Zwischenfazit kann man schon mal sagen, wir sind weit weg von Bourbon oder auch von Corn Whisky, wie wir das so aus Amerika kennen. Okay. Möchtest du eine Wasser-Knabberpause oder willst du gleich? Ich bin bereit. Ja, also ich möchte wenigstens Ja. Ich kann ja schon mal ein bisschen anfangen. Wir haben jetzt den 5. und letzten Whisky vor uns, den Prieto y Prieta, auch ein Barrel Strange, aus der Destillerie Mil Pasos, aus dem schönen Bundesstaat Oaxaca. Oaxaca. Ich glaube, das H, das muss in der Mitte. Oaxaca. Oaxaca. Ja. Diese Brennerei Mil Pasos hat schon vor 13 Jahren begonnen unter dem Markennamen Koch, tatsächlich. Und da haben sie verschiedene Agavendestillate produziert. Und das Whisky-Projekt haben sie dann 2018 gestartet und haben dann ihre eigene Interpretation von Corn Whisky auf den Markt gebracht. Rahmendaten, auch hier 52%. Keine Altersangabe, aber wohl 3 Jahre zu finden. Wir haben hier einen 100%igen gemälzten Mais in der Mashbill mit der Sorte Morado. Irgendwie so lila Urmais irgendwie. Fasstypen ist ein Blend aus 3 Fässern tatsächlich, also französische Eiche, Ex-Bourbon und mexikanischer Sherry. Also da mache ich die Gläser jetzt mal voll. Ja, Sherry-Finish vielleicht sozusagen. Und verfügbar sind sie wohl erstmal im Moment nur auf Anfrage in der Brennerei. Umso mehr ein großes Dankeschön an Don Chano, dass er uns das hier abgefüllt und bereitgestellt hat. Ich glaube, wir können jetzt schon einen großen Unterschied feststellen. In Sachen Farbe, ne? Ja. Also mit Abstand. Mit Abstand der dunkelste. Auch im Vergleich zum anderen Barrel Strange. Also das ist doch eine Hausmarke. Liegt sicherlich an dem Sherry-Finish. Die neigen ja doch dazu. Ich bin mal gespannt, wie Sherry und mexikanischer Whisky zusammenarbeiten. Ja, ich auch. Es wird aber... Oder riech was selber erstmal. Gefühlt wird das immer milder. Oh. Ja. Also ich hatte gerade so einen richtigen Push, ne? Der zog in die Nase, das war Wahnsinn. Also das Husten war auch nicht inszeniert, das kam jetzt wirklich so, ne? Also er hat nicht falsch, er hat eine gewisse Tiefe, eine gewisse Kraft. Aber zum ersten Mal würde ich heute sagen, er hat eine Tiefe. Ja. Das ist das Schlüsselwort. Zum ersten Mal würde ich sagen, er hat eine gewisse Tiefe. Ja, ich muss sagen, so ein bisschen muffig ist das. Fruchtmuff? Ja, Fruchtmuff irgendwie. Fruchtmuff. Ja. Aber ja, oder? Ja. Also so ein altes Sherry-Fass. Ja, wahrscheinlich. Süße irgendwo, ja. Ja. Also mir gefällt das ziemlich gut. Ein bisschen Fass, tatsächlich. Ja, also einmal diese, aber ich meine, ich finde, die Frucht ist im Fass. Also man merkt halt, dass das so wirklich, man merkt, dass es ein Sherry-Finish ist, finde ich. Also dieser Fruchtmuff ist so ein Fruchtfassmuff. Fruchtholzmuff. Ich würde sagen Sherry oder Rum, tatsächlich. Süßer spanischer Rum. Ja. Das könnte man auch noch vermuten. Ja. Süßer spanischer Rum. Also spanischer Stil, ne? Der süße Stil. Was man eher nicht so hat, ist jetzt so Mais, finde ich. Nee. Das hatten wir bei anderen eher. Obwohl das 100% Mais ja, sein aber sollte. Ich glaube, hier sind wir ein Stück weit höchstwahrscheinlich von dieser mexikanischen Whisky-Philosophie ein bisschen abgerückt. Also hier, ich erwarte jetzt auch im Mund, dass der Fass-Einfluss dominanter
Ja. ist als bei den anderen. Ne? Wir haben es ja schon mehrfach angesprochen. Eigentlich ist ja die Philosophie, eher die Zutaten sprechen zu lassen und den Eicheneinfluss nicht zu stark werden zu lassen. Oder generell den Reifungseinfluss. Aber hier deutet sich doch an, dass hier eher die Fässer im Vordergrund stehen. Würde ja auch Sinn machen mit einem Sherry-Finish zum Beispiel, dass man da wirklich ein bisschen mehr noch... Ja, also ich finde es ganz schön. Wir weichen deutlich ab. Ich habe das Gefühl, der entwickelt sich erst gerade mit der Zeit. Also am Anfang war das deutlich verschlossener. Ja. Cheers. 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 Wow. Ja. Okay. Hui. Überrascht mich jetzt nicht so sehr. Ich finde, das ist so ungefähr das, was die Nase ankündigt. Aber wie finden wir das? Ich habe vor allem Sherry. Ja. Oder sehr süß. Ja. Sehr fruchtig süß. Also wirklich extrem in die Sherry-Richtung gehend. Also ich stelle mir vor, dass ein Sherry-Fass so werden kann. So Sherry geschwängert, vielleicht irgendwie auch schon ein paar Sherry-Durchgänge. Ich nehme mal an, das ist bei Sherry erlaubt. Das Holz löst sich schon so auf, sickert irgendwie schon so richtig, richtig rein. Und dass man, wenn man es da drin dann finisht, einmal diese intensiven, süßen Fruchtnoten und dieses irgendwie modrig, muffig, alte Holz so mit dabei. Das ist so das, was ich hier assoziiere. Und ein bisschen Hitze im Abgang vielleicht. Ja. Und nicht unangenehm, aber vorhanden. Ja, also schmeckt völlig, völlig, völlig anders als die anderen. Ich bin hier gar nicht mehr so bei mexikanischem Whisky, so wenn ich das jetzt... Also die Maisnote fehlt irgendwie. Ja, extrem. genau. Ist vor allem halt Frucht und Holz, finde ich. Mir gefällt es ganz gut. Ja, also wir haben eine recht breite Vielfalt hier gehabt. Jetzt mal ausgenommen des letzten mit dem starken Fasseinfluss, kann man sagen, also ja, diese mexikanische Whisky-Philosophie ist erkennbar, dass eher die Zutaten hier sprechen sollen. Ich finde, man ist irgendwo dann häufig ungefähr so mit groben Anklängen bei Texas Whisky, aber minus Holzeinfluss, kleiner Schritt in Richtung Tequila, so vom Feeling. Es gibt ja noch eine andere große Marke, Sierra Norte, von denen sind auch einige in Deutschland erhältlich. Ich habe davon einige probiert und finde auch, da findet man durchaus Anklänge von einigen von diesen. Also bei den Sierra Nortes, die sind immer aus verschiedenen Maissorten. Da kann man sehr gut die verschiedenen Maissorten vergleichen. Da wird sicherlich hier auch nochmal ein Video dazu kommen. Eine auf jeden Fall sehr interessante Erfahrung. Vielen Dank nochmal, Don Ciano. Schaut, wie gesagt, gerne da aufs Inter-American Whisky Journal, auf die Website oder auch bei ihm auf Instagram. Verlinken wir euch unten alles. Und lasst gerne hier eure Meinung mal da zu mexikanischem Whisky. Vielleicht habt ihr da auch schon einiges probiert. Würde uns interessieren, was ihr so dazu sagt. Ich wähle mir jetzt einfach mal zum letzten Cheers tatsächlich dann doch den letzten hier mit der markanten Sherry-Note aus. Cheers und bis dann bei The Bourbon Diaries. Puh. Das war spannend. ein Ritt. Ja.